Im düsteren Milieu aus Stripclubs und Spielhallen nimmt eine tragische Liebesgeschichte ihren Lauf. The music is like you're hearing the sort of synapses and chemical nerve endings firing of someone who is falling into a fever of obsession and longing. And the music also has the sound of a whole psyche and a whole world teetering on the abyss and sliding into a psychic abyss. Was ist bloß das Geheimnis der Karten? Der Versuch, das Rätsel zu lösen, wird zur Obsession. You have an absolutely concrete social world and a series of concrete social pictures in which we have a pair of outsiders in a way. So you have this, in a way, doomed love affair between two people, and they're very much trapped in a real social world where there is an absolute inequality between the wealthy elite and between then a sort of under society, but where everybody wants to work their way up in that society. And the metaphor here then is this idea of the casino. And the casino a little bit has the sort of aura of a Twilight Zone about it. So it's a real place that's one step into the world of the dream or the psyche. Am nächsten wäre das eigentlich fast schon wie so ein amerikanischer Neo-Noir oder Noir-Film. Die Nacht, das Fahren, die coolen Cars, das sind natürlich alles so Symbole, die dazu passen auch. Und so diese vielleicht auch Verlorenheit der Figuren, sozusagen unterwegs oder im Casino, immer diese unspezifischen Plätze, wo man nicht weiß, Tag oder Nacht und ich bin unterwegs, ich bin im Auto, ich spiele, also dieses Deplatzierte. Es ist ein dunkler, schauerlicher Film, der sich da abspielt. Das Schicksal der Figuren zeigt sich uns in der Nahaufnahme der Kamera. I would say there's a familiar tension in that too, in how the kind of borderline between realities and the meshing between the psyche and the real world works in David Lynch. Cards down. Between this everyday night world and how dreams seep across into that, and how the world of the dead and the world of the ghosts cross over. So for me, I would use the term almost like hallucinatory realism. Excellent, thank you. I'm good. I think we should get one more of those for safety and focus. But good, Violetta, great. Just before the shadow of the camera hits the cards when she doesn't. With Rufus's set, we have these very clear, strong systems. We have a series of stations that we move through, almost like a kind of road movie, and these sculptural, minimalist scenes. A lot of the staging grows out of a darkness where the images come forward and recede, a bit like a theatre of the psyche, or when we close our eyes to go to sleep and dreams start to come. Die romantische Liebe zweier Menschen am Rand der Gesellschaft kippt langsam ins Dunkel des Irrationalen, Obsessiven. Wir haben natürlich nach einer Entsprechung gesucht für diese Party der Frauen und Mädchen und dachten, naja, es gibt ja durchaus so, wenn man sich so im amerikanischen Film, wenn man sich so mit seinen schnellen Wagen nachts irgendwo auf der Lichtung trifft, stellt sich so im Halbkreis auf, Lichter an, Musik an und dann wird getanzt. Vieles liegt im Dunkeln. Was ist real und was ist nur Einbildung? Spiegelt sich die Psyche in den Erscheinungen unserer Träume? Sehr viel spielt Licht eine Rolle, wie es auch in den Filmen schon so ist. Viel Dunkelheit und auch eine Simplizität, dass jede Szene wirklich
ein ganz klares Objekt oder mehrere ganz klare Objekte hat. Dieser Eintritt in so eine Traumwelt, wie so ein Fiebertraum. Die Verlierer sind besessen davon, aufzusteigen. Tchaikovsky has a deep, abiding, radical compassion for the outsider. He allows us to enter into a compassionate relationship with someone who we would normally maybe sidestep on the street because they're damaged, because they're dangerous. And great cinema does this as well, to get close to the people who we would maybe find intolerable in everyday life. And of course those people are also inside us. But I think drama is an opportunity for us to get closer to that space of madness and the space of the outsider and the things that in everyday life would put us in the madhouse or in prison. It's a kind of psychic, mythic laboratory for us to examine that, and there is a space for this kind of radical sympathy for the outsider that culture and storytelling can offer us. Am Ende reißt der scheiternde Traum vom Gewinnen alles in den Abgrund.